liebe Paddelfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch einladen, dabei zu sein bei einer Paddeltour auf der Mildenitz und der Warnow. Startpunkt ist hier diese Badestelle in Sternberg in der Nähe vom Sportplatz. Ja, dort auf der Wiese kann man ideal sein Boot aufpumpen. Ja, wer muss, der kann auch nochmal die öffentliche Toilette benutzen. Und rechts neben dem Steg, da ist also eine ideale Einsatzstelle. Da kann man sein Boot super einsetzen in den Sternberger See. Danach paddelt man erstmal quer über den See. Ja, das kann je nach Gegenwind mit dem Luftboot ein bisschen anstrengend werden. Aber heute ist alles im grünen Bereich. Mit dabei ist auch wieder die liebe Ehefrau. Auch wenn die Lara jetzt nicht mehr paddeln kann wegen ihrer Schulter, so genießt sie doch jeden Meter, den sie im Paddelboot mitfährt. Wenn man mal das Kajak wendet, dann hat man noch einen schönen Blick auf die Stadt von Sternberg. Ja, da ist so ganz dominant diese Maria- und Nikolauskirche. Wenn man da hochgeht, hat man auch einen ziemlich guten Rundumblick über das ganze flache Land. Da muss man natürlich einige Stufen steigen. Weiterhin in Sternberg ist noch ansehenswert die alte Stadtmauer mit so einem Mühlentor. Und dann gibt es auch noch ein Heimatmuseum. Ja, hier fängt es sogar ein bisschen an zu regnen. Als Paddler sieht man den Regen immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil einerseits freut man sich natürlich, dass die Flüsse wieder voll werden. Zum anderen ist es aber so, dass man zur Tour selber natürlich schon die Sonne haben möchte. Aber man ist ja darauf vorbereitet mit Regenjacken und Regenzeug und deswegen ist das alles halb so wild. Wenn man in die Bucht weiter reinfährt, da sieht man dann schon vom Weiten die weißen Schilder, wo Ausfahrt draufsteht, wo der Abfluss der Mildenitz ist. Nach ein paar hundert Meter Paddeln kommt dann auch das Wehr Sternberg, was man leicht auf der linken Seite umtragen kann. Ich sehe das gar nicht und da geht so. Guck mal, das ist die Ausstiegsstelle hier bestimmt. Guck mal, Ja, hier. ja, das stimmt. Ja gut, das ist vom See, ne? Ach so, ja. Jetzt würde der komplette See abfließen. Oh ja, das ist ein Meer. Hm? Du weißt sowas auch immer. Ja, müsste ich mal gucken. Das Wehr lässt sich, wie man sieht, definitiv nicht überfahren, aber man hat auch eine sehr gut ausgebaute Umtragemöglichkeit. Normalerweise hast du nach dem Wehr immer übelste Strömung und so, ne? Und hier brauchst du ja ewig, um ein bisschen in Schwung zu kommen mit dem Boot. Die meisten Paddler, die hier in der Gegend paddeln, die setzen ja immer in der Warnow ein, um das Durchbruchstal zu überwinden. Aber ich finde gerade hier die Mildenitz, die ist wirklich so schön und steht dem Warnow-Durchbruchstal also wirklich kaum etwas nach. Also das hat uns sehr gut gefallen, die Strecke bis zur Mündung in die Warnow. Das ist ein Kaleidoskop hier.
Wie bei allen anderen Flüssen auch, muss man auch auf der Warnow sich vorher informieren auf den einschlägigen Webseiten, ob eine Befahrung erlaubt ist oder nicht, das aus Gründen des Naturschutzes. Wir hatten einen Pegel von 33 Zentimetern in Großgörnow. Damit lagen wir knapp über dieser magischen Marke von 30 Zentimetern. Wir haben das gemerkt, gerade im Durchbruchstal, dass der Wasserstand doch relativ knapp war, aber es war noch unproblematisch und vor allen Dingen war es eben auch aus Naturschutzgründen noch erlaubt zu fahren, was uns eben auch sehr wichtig ist, dass wir da eben Rücksicht drauf nehmen. Eine Reiher-Kommune, Ich versuche die Hippies. die Hippie-Reiher. Ich weiß auch nicht, ob die nur als Pärchen leben. Ja, keine Enten, keine Ahnung. Vielleicht leben die ja im Sterben. Nee, die leben immer im Pärchen. Die haben zwar einen Partner und bleiben auch lebenslang mit denen zusammen, ja logischerweise, aber die leben trotzdem mit mehreren zusammen. Also, Nach dem kleinen Regenschauer hatten wir dann aber auch für den Rest des Tages wirklich schönes sommerliches Wetter. Und man merkt das auch an den Spiegelungen der Wolken im Wasser. Also das war schon schön anzuschauen. Ja, hier kommt schon die erste Ortschaft in Sicht. Sternberger Burg heißt die. Ja, erst hier die idyllischen Wochenendhäuschen und dann fährt man durch die markante Brücke durch. Und da hinter den Brücken ist auch eine sehr bequeme Einsetzstelle mit Stegen, also alles sehr komfortabel, weil da ist auch der erste Kanuverleiher, Kanu-Club Hennig, der da das Warnow-Durchbruchstal eben anbietet. Ja, und ab hier paddelt man eben die Mildenitz weiter, nur in unberührter Natur und man taucht da in dieses satte Grün ein. Die Bäume schieben ihr Dach über einen drüber und die Vögel singen und das ist einfach nur wunderbar, diese Ruhe und diese Natur zu genießen und es ist auch wirklich schade um jede Sekunde, die ich hier rausschneiden muss, um das Video in eine vernünftige Länge zu bringen, weil es einfach nur schön und zum Genießen.
Ja, das waren jetzt ein paar Minuten zum Genießen und zum Entspannen. Und das ist auch überall traumhaft schön gewesen. Auch hier diese Stelle zum Anlegen oder da dieser umgestürzte Baum, wo man durchfahren kann. Also einfach nur alles traumhaft. Und ich hätte da wirklich jegliches Videomaterial nehmen können, um das dafür zu verwenden jetzt, weil alles super schön war. Was mir auch zusätzlich noch aufgefallen ist, ist eben auch im Wasser diese üppige Vegetation. Das kenne ich sonst gar nicht von den Mittelgebirgsflüssen. Ich weiß nicht, ob das an der ruhigen Fließgeschwindigkeit liegt oder an der Sauberkeit des Wassers, aber auf alle Fälle diese großblättrigen Wasserpflanzen, die da dieses strahlende Giftgrün haben, also die waren mir vollkommen neu und die fand ich auch super beeindruckend. Schön, ne? Ja, ein ganz witziger Fakt ist auch, dass die Mildenitz zwar nur 62 Kilometer lang ist, aber trotz dieser kurzen Strecke eben durch 8 ganz schön stattliche Seen fließt. Wahrscheinlich hat sie da auch das viele Wasser her. Ich erzähle das deswegen, weil genau an dieser Stelle hier endet nämlich die Mildenitz und fließt in die Warnow, die da von links kommt. Auf dem vereinten Wasser geht es also ab jetzt die Warnow weiter, die zwar hier noch relativ müde und ruhig dahin fließt, aber das sollte sich bald ändern, je weiter wir fahren. Gott, guck mal, wie was fettes Gras hier ist hier, ne? Denn so peu à peu nimmt die Fließgeschwindigkeit immer weiter zu und da hinten sieht man auch schon die Brücke, die so ein bisschen den schwierigen Part jetzt einläutet. Denn die Warnow wird jetzt nicht nur schneller, sondern auch ziemlich flach. Und zusammen mit den vielen Hindernissen muss man da ganz schön aufpassen und ganz schön manövrieren, um da vernünftig durchzukommen und nicht stecken zu bleiben. Ja, auf dieser kleinen Holzbrücke, ich könnte wetten, da existieren immer Wanderer oder Radfahrer, die da schön zugucken, wie man sich da anstellt als Kajakfahrer, um da durch die Stromschnellen vernünftig durchzukommen. Ganz besonders unangenehm für uns gerade auch als Luftbootfahrer sind diese Baumstämme, die dann quer über den Fluss liegen. Oft sieht man sie schon von Weitem, aber manchmal liegen sie auch so knapp unterm Wasser, dass man eben dann wirklich in Sekunden einschätzen muss, gleite ich da drüber oder versuche ich da irgendwie das zu umfahren oder einen anderen Weg zu finden. Also das ist dann manchmal gar nicht so leicht und auch manchmal recht gefährlich. Ja, hier an dieser Stelle hat es jetzt gerade so geklappt, dass ich noch drüber gerutscht bin. Aber da vorne sehe ich schon, dass der Stamm also viel zu weit rausguckt und ich da keine Chance habe zum Drübergleiten. Ich versuche dann hier links über die Steine, was aber auch nicht geht, und so sitzen wir dann doch auf. Und halt dort durch den Baum durch, ne? Also im fahrenden Boot geht es also jetzt überhaupt nicht mehr weiter und so entscheide ich mich, aus dem Boot auszusteigen und über diese kleine Flachstelle das Boot dann drüber zu schieben. Ich schiebe das Boot dann zur anderen Seite und da finden wir einen Weg, um durchzukommen. Da müssen wir aber leider durch so einen Baum durch und an dieser Stelle zeigt sich wieder mal, warum wir eigentlich dann
an diesen kniffligen Situationen eben die Helme auch tragen. Klar sagen dann viele, ja, das ist übertrieben mit Schwimmweste und Helm, aber je länger man mit den Booten unterwegs ist und je mehr Kilometer man da macht, da kommt man eben in Situationen, wo man eben merkt, oh Gott sei Dank hat sie da eben die Schwimmweste an oder den Helm aufgehabt. Und man sieht das ja gerade bei Verleihbooten, wie unbedarft da die Leute eigentlich in den Booten sitzen und ohne irgendwelche Ausrüstung dann eben die Flüsse runterfahren. Ja, das waren jetzt eigentlich die kniffligsten Stellen. Danach kamen zwar noch ein paar Stämme, wo man drüber rutschen musste oder drunter durchfahren musste oder die man dann umrundet hat, aber da war das Wasser ausreichend tief, so dass es dann keine Probleme mehr gab, die Stellen eben zu meistern und da durchzukommen ohne Probleme. Und noch einer. Jetzt kommt auf den Stein. Noch einer am Stein vorbei. Oh, ich sitze auf. Warte mal, hier, nimm mal kurz das Paddel. Paddel wieder zurück, schnell. Jo. Ins Kehrwasser. Ganz vorbei, ne? Ja. Einen Weg als ganz vorbei. Slalom nur. Auch was im Wasser. Auch der Baumstamm. Nee, das war ein Stein. Da ist er wieder, der Eisvogel. Jetzt sitzt er da auf. Jetzt sitzt er da auf diesem Stamm. Jetzt sitzt er da auf diesem kleinen Rohrding da. Siehst du? Jetzt hat er sich einen Fisch geschnappt. Noch schnell einen Fisch geschnappt. Ja. Ja, vielleicht habt ihr es gerade erkennen können oder ihr spult noch mal kurz zurück und guckt euch die Szenen nochmal an. Aber da kann man eben diese schönen Eisvögel eben beobachten an dieser Stelle der Warnow. Man kommt nicht sehr nah an die sehr scheuen Vögel heran. Und auch gerade mit meiner weitwinkligen GoPro kann ich da also auch keine besseren Aufnahmen machen. Da müsste man dann schon irgendwie ein Tele haben, um da richtig schöne, klare Aufnahmen zu machen. Aber man hat es hoffentlich trotzdem gesehen. Ja, hier müssen wir noch mal unter einem Baum durch, was jetzt hier überhaupt kein Problem ist. Aber wenn eben eine richtig reißende Strömung ist, dann kann sich so eine Aktion hier als ziemlich gefährlich entwickeln. Du kannst wieder hochkommen. Gerade eben auch wegen der vielen Stellen mit dem richtig flachen Wasser oder eben auch wegen dieser Stämme, wo man manchmal drüber rutschen muss, kann ich nicht empfehlen, irgendwie eine Finne aufzuziehen aufs Boot. Ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich fast nie eine Finne drauf habe. Also das einzige Mal, wo ich auf meinem Gummotex Swing eine Finne eingebaut habe, war, wo ich den Kriebsteinsee gefahren bin. Aber normalerweise die Flüsse
lasse ich die Finne eigentlich immer weg. Hier kommt gleich die Brücke von Kleinraden in Sicht und da ist durch Tafeln kenntlich gemacht, dass ein Pausemachen im Naturschutzgebiet eben an diesen Stellen nicht gerade erwünscht ist. Also generell denke ich, sollte man eben diese Naturschutzgebote und Verbote auch ernst nehmen, sei es Uferbetretungsverbot oder Fahrverbot wegen zu niedrigem Pegel. Und meiner Beobachtung nach halten sich auch viele Wasserwanderer eben sehr streng an diese Regeln jetzt und sind da auch sehr sensibel. Und im Gegensatz dazu erlebe ich eben sehr oft, wie eben Kunden von Kanuverleihern eben da wirklich absolut lärmend und müllproduzierend den Fluss runtertingeln, vollkommen rücksichtslos. Und ich finde das eigentlich komplett nicht mehr in der Relation. Also diese strengen Fahrverbote und Uferbetretungsverbote und dann eben die Kajak- und Kanuverleiher, die da eben wirklich Kunden haben, die da die Sau rauslassen. Also irgendwie ist ja alles nicht mehr nachvollziehbar, wenn es dann nur ums Profitmachen geht. Aber gut, das ist dann eigentlich nur meine eigene Meinung zu dem Thema. Das letzte Drittel unserer Kanutour bis zum Eickhof wird dann fahrtechnisch nicht mehr so anspruchsvoll, dafür aber landschaftlich sehr romantisch und sehr schön anzusehen und wieder so ein Paddeln zum Genießen.
Bei Flusskilometer 70 der Warnow kommt dann die Eisenbahnbrücke der Linie Rostock-Schwerin in Sicht. Ja, ich wähle hier eine etwas komplizierte Route da durch die Bäume durch. Ja, sicherlich kann man da auch rechts lang fahren, aber hier ist ja auch alles gut gegangen. Ja, wenn diese Eisenbahnbrücke nicht wäre, wäre das hier wirklich so ein dermaßen idyllischer Ort, weil hier hat die Natur so ein tiefes, frisches, sattes Grün parat, dass es einen einfach nur umhaut. Am Brückenpfeiler hat auch ein recht begabter Künstler seine dauerhafte Liebe zum lokalen Fußballverein kundgetan. Jetzt muss man noch ein paar hundert Meter durch schöne Natur paddeln und dann tauchen die ersten Häuser von Eickhof auf der linken Seite auf. Und ein bisschen weiter ist dann auch die offizielle Ausstiegsstelle mit dem Wasserwanderparkplatz. Für alle die mehrere Tage mit dem Kajak unterwegs sind, gibt es hier die Möglichkeit zu zelten. Außerdem ist Eickhof auch ein Kanuverleiher. Ja, dieses schöne, natürlich angelegte Wehr bei Eickhof ist bei Google Maps als Warnow-Wasserfall deklariert. Und eigentlich soll man da nicht mit dem Boot langfahren, aber es gibt auch eine gute Umtragemöglichkeit. Während jetzt das Boot trocknet und Lara sich ein bisschen von der Bootsfahrt entspannen kann, fahre ich jetzt mit dem vorher bei Eickhof abgestellten Fahrrad zurück, um das Auto zu holen. Ich wähle mir dafür meist eine Route, die mehr auf Wegen und Waldwegen lang führt. Einfach weil es schön ist und auch um eben bestimmte Streckenabschnitte nochmal abzufahren und die Revue passieren lassen. Eigentlich ist es hier in Mecklenburg nicht notwendig, weil die Straßen schon super klein und unbefahren sind jetzt. Also zumindest für jemanden wie mich, der in NRW wohnt. Aber es ist trotzdem schön, auch hier nochmal per Fahrrad die Landschaft eben zu genießen. So wie eben hier dieser Punkt auf der Holzbrücke, wo wir eben noch als Bootsfahrer unter der Brücke durchgefahren sind und ich jetzt als Beobachter den anderen Kanuten beim Durchqueren der Engstelle zuschauen kann. Nach einer reichlichen halben Stunde Fahrradfahrt habe ich dann auch Sternberg erreicht, den Startpunkt unserer Kajaktour, wo wir das Auto abgestellt hatten. Ja, ich hatte diesmal nicht das E-Bike am Start, ich hatte da die Höhenverhältnisse ein bisschen unterschätzt. Es ging also teilweise doch ganz schön sportlich bergauf und bergab. Und es waren auch richtig krasse Kopfsteinpflasterstraßen damit dabei, die ich so auch noch nie gefahren bin. Ja, hier am Startpunkt und gleichzeitig Endpunkt unserer Tour möchte ich mich von euch verabschieden und mich auch fürs Zuschauen bedanken. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, ein weiteres Abenteuer mit mir zu erleben hier auf diesem Kanal. Tschüss!